und jubeln wir. Samstag, 27.07. Der gewonnene Tag sozusagen. Also es ist Tag 1 der Rückreise aus Oregon nach Palm Springs. Aber es ist eben auch der gewonnene Tag, weil wir eigentlich ursprünglich geplant hatten, am 27.07. erst in Port Orford anzukommen. Aber im Laufe der 4 Wochen haben wir eben halt gesagt, wenn wir das machen und dann 4 Tage nach Palm Springs brauchen, dann kommen wir in Palm Springs an und am nächsten Tag fliege ich nach Hause. Es wäre vielleicht ganz gut, einen Tag Reserve oder einen Tag in Palm Springs zu haben, um alles Mögliche aufzuräumen und das Motorrad einzulagern und sauber zu machen und Wäsche zu waschen und was weiß ich nicht alles. Wir sind am 26. in Port Orford angekommen, spät abends, aber es hat geklappt und am 27.07. sind wir dann von Gold Beach in Oregon losgefahren an der wunderschönen Küste Oregons entlang, sind relativ bald über die Grenze nach Kalifornien gekommen, nach Redding. Man muss dazu sagen, der Teil, den wir an der Küste lang gefahren sind, der war geradezu frisch. Wir mussten anhalten, mussten ein Sweatshirt oder ein langarmliches Shirt unterziehen. Und dann sind wir in das Landesinnere abgebogen und dann mussten wir auch ganz schnell gleich wieder anhalten, um das wieder auszuziehen, weil im Landesinneren wurde es gleich wieder warm. Wir sind irgendwie 130 Meilen nach Redding gefahren. Meine XT lief immer schlechter. In Redding angekommen konnte ich an keiner Ampel anhalten. Also es war auch nichts zu machen mit Gas hochhalten an der Ampel. Sie ist trotzdem durch einen Zündaussetzer dann ausgegangen und auch nicht wieder angesprungen. Also ich habe mir da einen Wolf gekickt in Redding. Wir haben es geschafft zu dem Motel, was Peter gebucht hatte. Und ich habe dann abgeladen, mir leichtere Klamotten angezogen und wollte die XT waschen fahren bei so einem Carwash. Ich wollte eben auch, falls ich jetzt das Problem suchen muss und irgendwo an der XT basteln muss, sie überhaupt anfassen können. Es war ja alles so verkrustet und verdreckt, man konnte ja nicht mal den Kontaktdeckel aufschrauben, ohne danach wie ein Schwein auszusehen. Habe die XT auch wieder angekriegt, bin zurück zum Motel. War eigentlich ganz guter Dinge, dass sie halbwegs läuft, aber ich habe schon auf dem Weg dahin gemerkt, nee, das eigentliche Problem ist nicht gelöst. Und dann wollte ich einfach nur zu Burger King fahren und mir da einen Burger reinhauen. Ich habe die XT aber nicht wieder angekriegt. Keine Chance. Ich stand vor dem Motel. Ich habe dann schon, um die Gäste nicht weiter zu belästigen, die XT auf die Straße geschoben und habe gekickt. Peter kam schon in kurzer Hose, aber mit Motorradstiefeln und wollte auch ein bisschen kicken, aber da hatte ich dann schon beschlossen, nee, heute nicht mehr. XT vom Motel abgeschlossen und zu Fuß zu Burger King. 2-mal habe ich die Kerze geprüft und beide Male war die Kerze trocken. Also ich hatte irgendwie ein Benzinzufuhrproblem, habe ich das Gefühl. Aber ich habe es an dem Abend nicht mehr herausgefunden. Tag 2 der Rückreise aus Oregon nach Palm Springs. Meine XT war ja am Vorabend in Redding nicht mehr angesprungen, als ich nach dem Dampfstrahlen zurück im Hotel war und dann zum Burger King zum Essen fahren wollte. Am Morgen haben wir ganz normal gepackt, sind auf die XTs und mit Schok ist sie tatsächlich relativ normal angesprungen. Und dann sind wir losgefahren Richtung Osten in den Lassen Volcanics Park. Als wir angehalten haben, um ein Foto von dem Eingangsschild des Nationalparks zu machen, haben wir die XT natürlich ausgemacht, die XTs. Und als wir sie wieder anschmeißen wollten, wollte meine gar nicht mehr anspringen. Auf dem Weg dahin hatte sie diverse Zündaussetzer. Hatte ich die ganze Reise über immer mal, aber vielleicht einmal am Tag, so einen kurzen Ruckler. Aber jetzt waren es mitgezählt etwa 30 und Peter hat mir von einer schwarzen Wolke erzählt, die bei so einem Zündaussetzer hinten rausgekommen ist. Das heißt, wir haben genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite war eine Einfahrt zu so einem Visitors Center, was weiß ich, da war kein Mensch, aber da waren eben halt Unterstände mit Tafeln, wo man lesen konnte über den Park.
Und da haben wir uns das bequem gemacht und wir haben dann die Schwimmerkammer abgeschraubt, um da zu gucken, ob da irgendwie Dreck drin ist. Aber das war wirklich reiner, klarer Sprit. Da war nichts zu sehen, kein Krümel, gar nichts. Die haben wir wieder eingebaut und dann haben wir die Kontakte, den Deckel nochmal aufgemacht. Ich habe Peter die Kontakte gezeigt und er sagt auch so, sieht ganz schön verschlissen aus. Und dann haben wir uns einfach entschieden, neue Kontakte und einen neuen Kondensator einzubauen. Und gesagt, getan, eingebaut, Zündung eingestellt und sie ist auf den dritten Kick angesprungen und lief ganz sauber. Man konnte das Standgas richtig einstellen und das hat sich auch nicht verändert. Und jetzt kann ich ja auch sagen, seitdem läuft sie total super. Keine Probleme. Hätte ich mal eher machen sollen, weil ich schon oft etwas länger kicken musste, bis sie angesprungen ist. Aber da sie immer angesprungen ist, habe ich das nicht für notwendig gehalten. Ja, und dann sind wir durch den Lesson Volcanics Park gefahren. Da kann man durchfahren und auf der anderen Seite wieder raus im Süden. Wunderschöner Park mit Gletschersee und mit diesem Vulkan-Halbkegel. Also ganz toll, hat mir sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht, da durchzufahren. Danach sind wir vorbeigekommen am Lake Tahoe. Das war auch schön, nur finden das auch alle anderen. Das heißt, alle Kalifornier aus Nevada und noch aus Oregon machen da alle jetzt gerade Urlaub. Dementsprechend war da eben halt auch Stau und wir mussten da im Stop-and-Go-Verkehr bestimmt 1,5 Stunden verlieren. Ich fand es ja ganz lustig, mal so zu gucken, aber das hat ein bisschen Nerven und Zeit gekostet. Dahinter geht es ganz schnell runter in eine tiefe Ebene. Und als wir unten waren, haben wir auf einer Tankstelle besprochen, wie es weitergeht. Peter wollte gerne, um seine Batterien aufzuladen, in ein Motel und ich wollte gerne nochmal campen. Und dann haben wir uns auf der Tankstelle da eingedeckt mit was wir noch brauchen, haben nochmal getankt zusammen. Und dann ist Peter auf der 385 Richtung Süden zum Motel und ich bin ein Stück zurück und in die Berge auf einen Campingplatz, Zelt aufgeschlagen, gegessen und bin früh zu Bett, um für den nächsten Tag fit zu sein. Montag, 29.07. Dritter Tag der Rückreise aus Oregon nach Palm Springs. Nach meiner Nacht auf dem Turtle Rock Campground bin ich 6:30 Uhr etwa aufgestanden, habe gedacht, ich habe ja massig Zeit, habe noch meinen Motorschutz abgebaut von der XT und habe den gereinigt von dem Öl und dem Lappen, den ich da immer eingebaut habe, um Öl aufzufangen. Und habe mein Zelt schön trocknen lassen und habe dann aber festgestellt, dass ich doch nicht so viel Zeit habe, weil ich geschätzt habe, dass ich ungefähr eine Stunde brauche, um zum Treffpunkt mit Peter zu kommen. Ich bin dann losgekommen 5 nach 8, 10 nach 8 und habe mich ganz schön beeilt. Ich musste über einen Pass und als ich unten im Tal ankam auf der 385 auf dem Highway, kam gleich ein Schild, noch 5 Kilometer bis zu der Stadt, in der ich mich mit Peter treffe. 5 Meilen natürlich. Peter hatte im Best Western in einen Ort davor, Topaz oder so, übernachtet. Und stand da schon, da sind wir gleich aufgesprungen und weitergefahren. Sind noch gefahren gemeinsam bis Lone Pine, so einer Hollywood-Western-Stadt in diesem Tal an dem Highway 385. Dort haben wir nochmal was getrunken und haben uns dann wieder aufgeteilt. Peter wollte dann weiter nach Barstow, wobei er nicht gut mit der Hitze zurechtkommt und überlegt hat, vielleicht doch vorher zu übernachten, weil Barstow von dem Zeitpunkt an noch über 150 Meilen waren. Ich bin dann abgebogen nach Osten Richtung Death Valley. Das ist sicherlich unsinnig, im Juli ins Death Valley zu fahren, aber das wollte ich mir zum Abschied jetzt nochmal mit meiner XT geben. Oh, brother. Did you
etwa 11.500 Kilometer. Ascha! Hey! Oh. Die Fahrt bisher in den Death Valley National Park verlief gut. Man musste bis zu über 7000 Fuß hohe Pässe. Da oben war es temperaturmäßig auch erträglich. Außerdem waren so Hochschleierwolken im Himmel, die die Sonne teilweise verdeckt haben. Aber als es dann von diesem Pass mit 7000 Fuß runterging bis auf 1500 Fuß, da wurde das so brüllend heiß. Es war nicht mehr kühlend überhaupt. Also ich bin langsamer gefahren, damit die XT nicht zu heiß wird. Ich habe das Visier zumachen müssen, weil die Luft im Gesicht zu heiß war. Das war schon ziemlich krass. Aber genauso wollte ich es ja, ich wollte es spüren. Und ich habe dann jetzt diesen Campingplatz, Wild Rose Campingplatz gefunden und habe ihn mir angeguckt. Hier stehen 3 Zelte, aber es sind keine Menschen da und auch keine Fahrzeuge zu den Zelten. Und ansonsten ist hier gar nichts, hat vielleicht so 20 Stellplätze und Frischwasser und ein Plumpsklo. Und ich bin auf 4000 Fuß, das heißt die Temperatur ist halbwegs erträglich. Ich habe dann geguckt, wo der andere Campingplatz liegt, den ich zur Auswahl hatte. Der wäre dichter am Death Valley selbst. Also wäre es eigentlich cool gewesen, da jetzt noch hinzufahren. Aber der liegt nur auf 2000 Fuß. Also 700 Meter tiefer. Das wird deutlich wärmer dort sein. Und deshalb habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Mal gucken, ob ich mir einen Wecker stelle, dass ich hier im Dunkeln aufbreche, damit ich das Death Valley im Vormittag durchfahre und nicht in der Mittagszeit oder Nachmittagszeit. Soweit der Plan bisher. Dienstag, 30.07., 4. Tag der Rückreise. Ich bin zurück bei Axel und Zeuler. Und Peter ist auch schon da. Und wir haben es geschafft. Heute waren es 359 Meilen, das entspricht ungefähr so 570 Kilometer. Aber war cool. Und ich habe es geschafft. Und die XT hat es geschafft. Und nun sind wir hier. Und jetzt kommt Aufräumen und nach Hause fliegen. Was wären dann die Colorados? Ah, die Pässe.